Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Heute möchte ich den Rundgang an meinem Lieblingsplatz starten und das ist das Gewächshaus mit ganz viel Vogelmiere, Postelein und Spinat. Das ist ein absolut gelungenes Projekt. Wir haben sehr, sehr viel abgeerntet und das ist unglaublich. Es gibt immer wieder weiter was zu ernten. Im Oktober wurden Postelein und Spinat ausgesät und im Winter waren die Pflanzen 5 bis 6 Mal komplett eingefroren. Trotzdem haben die den Winter überstanden und bringen eine tolle Ernte. An dem Beispiel Wasser möchten wir zusammen heute die Permakultur, Kreislaufwirtschaft beobachten. Und dieses Gewächshaus ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Das Gewächshaus braucht tatsächlich Wasser und es gibt eigentlich auf diesem Grundstück nicht so viele Möglichkeiten, die Tonne aufzustellen, aber doch, man kann sie finden und da sind die kreativen Ideen gefragt. Ein geschlossenes Ökosystem, nur ein wenig nachgeholfen und justiert. Die Ressourcen sind da, die muss man nur erkennen. Die Vogelmiere sammelte sich hier von alleine aus, also neben dem Wasser die Ressource, auch die wilde Pflanzen, die einfach da waren. Die Wassertonne, die temporäre Wassertonne ist voll und dann wird das Abflusssystem wieder zurückgesteckt und ich habe neben dem Gewächshaus auch so einen Kübel jetzt für 2 Tage. Einmal in der Woche gieße ich und eigentlich würde dieser Kübel jetzt im Frühling reichen, aber im Sommer für die Tomaten und die Paprikapflanzen ist eine größere Tonne eingebuddelt unter einem Plexiglas. Das Glas ist begehbar. Man könnte eine Handpumpe oder eine elektrische Pumpe anschließen. Die Ressourcen sind unendlich und überall. Zum Beispiel der Kirschbaum auf dem Grundstück. Die Blätter werden dieses Jahr für eine Teemischung fermentiert. Auch Abfall ist eine Ressource, zum Beispiel die zerstampften Eierschalen als Kalk für den Garten oder die Orangenschalen, die Zitrusfrüchte als Pulver für Süßigkeiten und Leckereien. Immer wieder auf der Suche probiere ich alte Rezepte mit neuen Zutaten aus, wie zum Beispiel meinen Gemüsestrudel. Dieses Jahr habe ich noch zu Brennnessel Postelein dazugegeben. Zwar haben wir Spinat, aber warum nicht ausprobieren? Und tada, das hat geschmeckt. Postelein schmeckt tatsächlich so mild wie Spinat. Und das war so viel Füllung und super lecker war das hinterher auch. Ein Rezept verlinke ich dir nach dem Video und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, falls du dann tatsächlich mein Rezept ausprobierst. Postelein und Brennnessel gehören tatsächlich in meinem Garten in ein geschlossenes Ökosystem. Die sammeln sich von alleine aus, brauchen nicht ein Gießwasser und sind wirklich das ganze Jahr fast über verfügbar. Ein absolut einfaches Rezept, aber eine tolle Wirkung. Es reicht für 2 Mahlzeiten und ist sehr gesund. Beim Spazierengehen entdeckte ich vor ein paar Tagen eine Taubenkirsche und es ist wie ein Kindheitstraum. Ich bin so oft auf diese Bäume geklettert und habe mit meinen Freunden die Taubenkirschen gegessen. Ich freue mich schon auf den Saft und die Marmelade im Herbst und werde dann die Taubenkirschen immer wieder beobachten. Eine weitere Ressource ist der Mangold in unserem Garten. Der sammelt sich mittlerweile von alleine aus. Das ist ein ewiges Mangoldbeet und hier sind 2 Generationen immer wieder, die ganz kleinen Pflanzen und auch einjährige Pflanzen sind dabei. In meinem Gemüsestrudel macht der Mangold sich perfekt. Mit Brennnessel und Mangold. Das ist eine tolle Kombination. Ich staune immer, wenn man nicht eingreift in die Natur
was alles so passieren kann. Der Mensch in sich birgt natürlich auch viele Ressourcen. Und so habe ich beschlossen, einmal im Jahr ein Handwerk zu lernen. Dieses Jahr bin ich ein Stuckateur und das klappt ganz gut. Der Ausbilder schimpft nicht wirklich und das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ich glaube tatsächlich, dass die Ressourcenliste unendlich ist und wir immer wieder uns auf die Suche begeben sollen. So möchte ich dich fragen, wo suchst du nach Ressourcen und was findest du denn besonders interessant? Im Wald unterwegs bin ich auf der Suche nach Himbeer- und Brombeersträuchen und prompt neben dem Haus werde ich fündig, gar nicht so weit. Genauso wie die Kirschblätter möchte ich Brom- und Himbeerblätter fermentieren. Die brauche ich für mein Kombucha-Experiment und vielleicht klappt es auch dieses Jahr. Ich werde immer wieder kleine Touren versuchen zu fermentieren und werde davon berichten, wie das klappt. Das ist auch eine Ressource und die ist im Wald wirklich unendlich und wächst so großzügig und üppig. Ein Meer voller Blüten. Bald wird dieser Streifen bestimmt abgemäht, aber jetzt kann man noch vieles sammeln. Und das ist unglaublich, was man aus diesen Blüten, aus dem Löwenzahn machen kann. Am liebsten mache ich Löwenzahnsirup, esse ich es frisch und natürlich die Salbe, die Gelenkesalbe, die mache ich jedes Jahr. Früher hat das meine Mama gemacht, jetzt mache ich das auch selbst. Der Löwenzahn enthält Mineralien wie Kalium, Magnesium und Phosphor. Die sind für unseren Körper unentbehrlich. Dieses Jahr mache ich eine Frühjahrskur mit 5 Blüten am Tag. Mal schauen, was passiert. Ein weiterer Inhaltsstoff befindet sich in der Wurzel der Pflanze und heißt Inulin. Inulin kommt auch im Topinambur vor. Dieser Inhaltsstoff ist sehr wohltuend für unsere Bauchspeicheldrüse. Und ich glaube, nicht nur für Diabetiker ist es wichtig, die Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Dieses Jahr schmecken die Blüten besonders lecker. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob ich das jetzt seit Jahren schon probiere und an den Geschmack mich gewöhnt habe. Aber die sind süßlich und unheimlich nahrhaft auch. Da wo ich die finde, pflücke ich die sofort frisch und esse. Das ist so eine Mischung zwischen ja, Spargel, ja, und halt Löwenzahn. Hast du schon Löwenzahn-Kräutersalz probiert? Das mache ich dieses Jahr auch. Das Rezept befindet sich auf dem Kanal Selbermacher unterwegs. Die größte Entdeckung war eigentlich schon in der Jugendzeit, dass die Erde und Nähe zur Natur mir unendlich viel Kraft gibt. Und das ist eine weitere Ressource. Kraft zu leben, Mut zu leben, Mut auch neue Sachen anzufangen. Und so wünsche ich dir auch viel Erfolg, viel Mut und viel Kraft für deinen Garten und für dein Leben. Mit der Kreislaufwirtschaft habe ich eigentlich angefangen und damit möchte ich auch das Video beenden. Es sind sehr, sehr viele Kreisläufe in der Natur. Also entdecken wir die zusammen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du deine Ressourcen entdeckst. Das würde mich sehr interessieren. Und somit möchte ich mein Video heute beenden und suche nach Topinambur-Pflanzen. Möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.